Wir sind hier in der Werkstatt von Herbert Bauer, einem Kupferschmied, der uns hilft, die Himmelsscheibe und ihre Herstellung sehr viel besser zu verstehen. Herbert hat schon einige Modelle der Himmelsscheibe geschmiedet. Wir sind mitten in den Experimenten und Herbert macht das ganz überwiegend mit Originalwerkzeugen, das heißt mit Steinwerkzeugen und mit Bronzewerkzeugen. Das ist natürlich viel schwieriger, als wenn man das mit modernen Stahlhämmern oder mit modernen Stahlmeißeln macht, die viel schärfer und auch haltbarer sind. Wir wollen aber die Technik der damaligen Zeit nachvollziehen und die Machbarkeiten ausloten. Die Steinhämmer, die hier vor mir liegen, entsprechen nicht den Steinhämmern, die wir aus der Bronzezeit kennen. Aber die Steinoberflächen sind natürlich im Prinzip sehr, sehr ähnlich und mit denen haben wir bislang gearbeitet. In einem nächsten Schritt werden wir mit Steingeräten arbeiten, die genau den frühbronzezeitlichen Steingeräten entsprechen. Aber die Werkstücke, mit denen Herbert bislang gearbeitet hat, sind durchaus dienlich. Er hat ja damit die Himmelsscheibe gemacht. Zuerst einmal hat er aus einer Art Vorschlaghammer hier einen ganz großen Stein benutzt. Das ist wahrscheinlich ein Quarzit. Und wir sehen hier die Arbeitsspuren des Hämmerns, die wir natürlich auch aufnehmen. Er hat sich hier aus einem Stein einen ganz einfachen Hammer gemacht. Er hat sich aber auch vom Steinmetz hier Steinhämmer herstellen lassen, mit denen er jetzt an den verschiedenen Bronzewerkzeugen und an der Himmelsscheibe gearbeitet hat. Was für mich als Archäologe besonders spannend ist, dass wir sehen, dass diese Geräte häufig an der schwächsten Stelle brechen. Wir haben also hier so ein durchbohrtes Gerät. Das ist also eine Axt. Man nennt das Axt, wenn ein Stiel drin ist und nicht Beil, dann ist kein Stiel drin. Und das bricht also hier, sehen wir sehr schön, an der schwächsten Stelle. Und das sehen wir hier auch bei diesem keulenartigen Hammergerät. Das ist auch an der schwächsten Stelle, nämlich an der Durchbohrung, gebrochen. Man kann also aus den Steingeräten viel lernen und man kann die Oberflächen untersuchen, dann mit Oberflächen, mit Werkoberflächen der antiken Steingeräte vergleichen. All das machen wir. Die große Frage war natürlich, welche Werkzeuge fanden hier Verwendung und welches Gewicht der Werkzeuge braucht man. Denn wenn man sich diese massiven Scheiben anschaut, die als Rohling herkommen, dann muss man da schon mit einem ganz gewaltigen Gewicht draufarbeiten. Und da hat sie natürlich als erstes mal angeboten, dass man Steinwerkzeuge nimmt. Und so ging es auch los mit Steinwerkzeugen, mit recht archaischen, dass man erstmal einen Steinklotz genommen hat und die glühende Scheibe hier damit bearbeitet hat. Und je dünner die Scheibe dann wurde, desto kleiner konnte natürlich auch das Werkzeug sein. Und da haben wir uns Werkzeuge anfertigen lassen von einem Steinmetz nach Originalfunden. Und mit diesen Werkzeugen haben wir dann weiterarbeiten können. Hier sieht man schon die Bearbeitungsspuren drauf. Ob das jetzt mit der Bestielung auch so passt, dass die längere Stiele gehabt haben oder kürzere Stiele, das vermag ich jetzt natürlich nicht zu beurteilen. Die Stelllänge hier hat sich für mich als optimal herausgestellt. Das hier ist die Schablone, um die Maßhaltigkeit für die Originalscheibe zu haben. Der Durchmesser von 32 cm und dann, wir sehen hier innen drin schon so rechteckige Auskerbungen, einmal in der Mitte. Da sieht man auch ganz deutlich, dass die Scheibe in der Mitte dünner ist. Die ist auch so wie die Originalscheibe auf 4,5 mm. Innen und außen haben wir am Rand eine Stärke von 1,7 mm. Es waren rund 55 Hitzen, die ich gehabt habe und bei jeder Hitze ungefähr 300 Hammerschläge. Das wurde rausgeschnitten, um eine metallurgische Untersuchung zu machen, inwieweit er Übereinstimmung mit der Originalscheibe
hier zu verzeichnen ist. Ja, hallo, grüß dich. Ja, Herbert. servus. Ja, was mich jetzt interessiert hier ist, wir waren ja bei Professor Haller Ja. in Magdeburg und der hat festgestellt, dass das Gefüge der Himmelsscheibe praktisch nicht total platt ist, das Metall wie Pfannkuchen, sondern ein bisschen dicker. Er meint, die Himmelsscheibe sei damals etwa vielleicht 25, 30 Mal ausgeschmiedet worden. Du hast sie ja 50 Mal ausgeschmiedet und bei dir war es nach 50 Mal praktisch war das Gefüge wie ein Pfannkuchen. Also kann man halt sagen, wenn es nicht so flach ist, ist es nicht so oft geschmiedet worden. Das würde aber doch wahrscheinlich bedeuten, dass der Gusskuchen, mit dem ihr anfängt, das Ausgangsprodukt, größer sein müsste und vielleicht auch ein bisschen dünner, oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das Problem ist, diese Bronze mit relativ wenig Zinn ist schwierig zu gießen. Deswegen haben wir uns gedacht, wir gießen etwas möglichst kompakt. Das war ja dann immer die Gasblasen ausperlen. So, das ließe sich in dieser Form, oder vielleicht sogar noch ein bisschen größer, tatsächlich vielleicht auch gießen. Ja, ihr habt ja auch hier praktisch das so gegossen. Ja, Und dann das haben entsteht wir- ja hier so eine schrumpelige Haut hinten. die auch schwierig ist beim Schmieden, das alles runterzubekommen. Deswegen würde ich einfach noch mal einen neuen Versuch machen. Ist das jetzt ein Guss und das? Oder ist das ein Guss und das? das ist aus dem entstanden. Ja. Also praktisch der ursprüngliche Guss. Und zwar, das Nach hier ist eurer der Meinung Guss. war so, habt ihr einfach in Sand gegossen, oder was? Das ist in eine Steinform gegossen worden. Und sowas würde ich jetzt hier auch noch mal versuchen. Ich würde einen ganz anderen Versuch machen. 2 Steinplatten, in die wir einmal so eine Scheibenform Aber eingravieren. größer. Ja, natürlich, größer. Also ich würde so etwa auf die Größe gehen, so dass wir, sagen wir mal, auf 1 Zentimeter Dicke kommen. Dünner würde ich nicht gehen, weil das lässt sich kaum unter prähistorischen Bedingungen gießen. Warum würdest du jetzt nicht Sand nehmen, sondern eine Steinplatte? Das würde ich einfach deswegen machen, dass ich diese verdammte Gusshaut gar nicht kriege. Also man kann natürlich auch sowas aus Sand bauen, aber es ist, glaube ich, viel einfacher, Steinplatten gegeneinander zu schleifen, dass sie also wirklich passgenau aufeinander liegen. Und man tieft dann auf einer Seite halt eben so eine Scheibenform rein, setzt dann Angüsse ein. Das heißt, wenn ich dann hier eingieße, dann entsteht die Gusshaut nur oben am Anguss. Also du wirst die Form natürlich schließen. Du wirst es nicht im würde ich offenen Guss machen, Nein. sondern du wirst sie schließen. Ich würde das sind ja Verfahren, die bekannt gewesen sind. Und wir sehen ja die wunderbaren Schwerter der Himmelscheibe, die sind ja auch in einer geschlossenen Form gegossen worden. Das ist schon eine Technologie, die da beherrscht wird. Aber das ist natürlich eine wichtige Erkenntnis, nicht? Wenn wir sagen, die Himmelsscheibe ist in einem größer gegossen worden und es geht besser in einer Steinform, dann sind wir experimentell schon wieder ein Stück weiter, nicht? Natürlich hat Herbert die Himmelsscheibe hier perfekt hergestellt. Optisch ist sie praktisch als Platte genau das gleiche, ausgehend von einem Kupferguss mit 2% Zinn, aber durch die Gefügeuntersuchung wissen wir, es ist nicht so oft geschmiedet worden, es muss größer gewesen sein. Und jetzt müssen wir in eine Steinform gehen. Ist das für dich ein Problem in der Steinform? Nee, alles ist sowas gut und wenn es als schlechtes Beispiel dient. Wir hatten das ja bereits in einer größeren Form gemacht, aber auch im offenen Guss. Und hier haben wir eben die Problematik, dass beim offenen Guss nicht alles gleichmäßig erkaltet, sondern die Partikel, die als erstes reinfließen, die erkalten als erstes. Und die verschmelzen natürlich auch nicht mehr. Und das kann man auch nicht verschmieden. Ihr habt also ursprünglich versucht, sozusagen eine größere Form zu gießen, weil das einfach ist. Es ist im offenen Guss nicht gelungen. Und dann dachte der, es muss eine kleinere Scheibe im offenen Guss gewesen sein. Wenn wir aber jetzt wissen, durch die Untersuchungen in Magdeburg, durch die Gefügeuntersuchungen, dass das Ausgangsprodukt größer war, dann müssen die das ja hergestellt haben. Im offenen Guss geht es nicht, also müssen wir es nun in einem geschlossenen Guss mit einer Steinform versuchen. Genau, so ist es. Eine Steinform, wie du richtig sagst, war damals bekannt. Das heißt, wir sind also jetzt experimentell im Grunde dramatisch weitergekommen, weil wir wissen, schon ganz zu Beginn handeln die anders. Und jetzt probieren wir das einfach mal in der Steinform. Und wenn es dort geht, dass wir so eine Scheibe in der Größe bekommen, und wenn wir es dann schmieden und wenn wir es dann beim Beproben sehen, dass sozusagen das gleiche Gefüge entsteht, dann bingo, dann wissen Dann wir, passt's. super, wir wissen, wie die Himmelsscheibe geschmiedet wurde, durch indirektes Nachvollziehen, durch Messen und durch einen praktischen Versuch.
Das sieht schon ganz gut aus. Das bleibt relativ lange auf über 100. Wir heizen diese Formen aus. Der Steinmetz hat die gefräst und dabei natürlich auch Wasser benutzt zum Kühlen. Und die Form darf kein Wasser enthalten. Das ist Sandstein, das ist ein poröses Material, da ist natürlich Feuchtigkeit drin, vor allen Dingen also auch chemisch gebundene Feuchte. Die muss raus, damit, wenn wir die Bronze reingießen, erhitzt sich das ja plötzlich und würde Wasserdampf entstehen. Und das würde die Formgenauigkeit beeinträchtigen, auch bis hin zu einer Katastrophe führen, dass das Bronze wieder rausspritzt. Und deswegen heizen wir das also jetzt aus, dass wir einen großen Teil des Wassers also einfach verdampfen lassen. Ich messe jetzt einfach mal die Temperatur. Jetzt sind wir schon in der Oberfläche auch kontinuierlich über 100 Grad. Das sieht ganz gut aus. Jetzt lassen wir es ein bisschen ruhen, machen das dann nachher nochmal und dann können wir, denke ich mal, beruhigt in Bronze gießen. Das ist die Feuchtigkeit, die jetzt unten weggeht, aus dem Stein raus. Die ist schon gut durchwärmt. Wir haben noch mehr Schraubzwingen. Bleib hier mit deiner Vaseline. Beim Ausheizen haben die leichte Risse bekommen. Und ohnehin ist der Druck der Bronze wahnsinnig groß, dass die Steine, die sind nicht jetzt sehr dick, den Druck nicht aushalten würden. Ja, das ist ja etwa so wie 10-fache Wassersäule. Und deswegen haben wir die nochmal mit Brettern verschalt und mit Schraubzwingen zugebunden, dass die Form einfach den Druck aushält und nicht während des Gießens platzt. Denn das ist sehr blöd, die Erfahrung haben wir schon gemacht, wenn während des Gießens die Form platzt, also während das Metall erstarrt, dehnte sich aus. Es gibt dann so eine Warmbrüchigkeit. Der Rohling sieht dann ganz gut aus, aber er hat dann Risse. Und das wollen wir vermeiden. Deswegen werden Glocken eingegangen, also einfach wegen des Metalldrucks, der eben enorm ist. Ja, hier reißt er jetzt, hier reißt er jetzt. Hier. Aber das macht nichts, ich habe hier oben. Ja, hier auch, auf der Gussform. Auf der positiven sowie auf der negativen Seite. So, sieht gut aus. Und wie? Cool. Wir sehen jetzt an der Oberfläche, ob wir Gussblasen haben, ob wir Lunker haben, ob wir vielleicht Risse haben. Letztendlich werden wir das erst nach dem Schleifen sehen, aber zurzeit sieht das ziemlich gut aus. Wunderbar. Mal gucken, wie es klingt. Achtung, jetzt kommt der richtige Klang. Klingt doch gut. Und die Oberfläche, die ist ja jetzt rau durch das Sandsteingefüge. Die möchte ich natürlich auch glatt machen. Ach so, langsam. Hier. Hier unten mal. So. Oh, sieht gut aus. Oh, super. Na dann.
Scheibe. Wie Das ein- macht nichts. Wie eben so eine Gussnaht. Ja, ja. Hallo, Heinrich. Hi, hallo Hi, grüß dich. Kann man diese Form dieser großen Ausgangsscheibe für die Himmelsscheibe, kann man die auch in Sand so gießen? Ist es im Sandstein hier besser? Es kann ja sein, dass die das so gemacht haben und die Form ist verloren, die haben wir einfach nicht gefunden und wurde ja nicht so oft gemacht. Oder kann man es auch in Ton machen? Was ist das Optimale? Also in Sand stelle ich mir zur damaligen Zeit schwierig vor. Heute kann man das machen, weil man solche präzise schließende Formkästen hat. Man kann es auch in Ton machen, aber mit einer Tonform zu bauen ist also auch sehr umständlich, weil man muss aufpassen, dass das nicht reißt und dass man die richtig zusammensetzt. Nicht so ganz einfach. Also Tonformen haben wir ja auch massenhaft, mittlerweile aus der Spätbronzezeit. Wir sehen hier, was hier auch passiert ist, diese Steinformen lassen sich nicht mehrfach verwenden. Man wollte sicherlich auch nicht viele Scheiben herstellen, denn durch diesen thermischen Schock, also 1200 Grad heiße Bronze, schießt hier in diesen Sandstein hinein. Es gibt chemische Reaktionen, die da stattfinden, es entstehen Gase, es gibt thermische Spannungen, das heißt, wie wenn man in ein Marmeladenglas zu heiß mit Marmelade einfüllt, ja, dann macht es Knack und es fließt raus. Das alles erfordert ein bisschen Übung. Also können wir sagen, am wahrscheinlichsten ist, dass die Himmelsscheibe nicht in einem offenen Guss gemacht wurde, sondern in einem geschlossenen. Und das könnte eine Tonform sein, aber wahrscheinlich ist es, dass es eine Sandsteinform war. Der Steinform auf jeden Fall, ja. Ja. Eine Steinform auf jeden Fall. Und das, was halt hier verfügbar ist, ne? Wenn wir davon ausgehen, dass er hier in unserer Region hergestellt worden ist. Hätte also sein können, dass die Himmelsscheibe von Nebra mit Nebra Sandstein, mit so einer Platte, so gegossen wurde, nur die haben wir noch nicht gefunden. Toll ist ja dieser Abdruck hier, nicht? Das ist ja schaut ja ganz fantastisch aus. Sag mal, Herbert, du würdest das dann abschneiden oder was würdest du machen? Ja, also die kleinen Teile, die werden auf jeden Fall abgetrennt. Ja. Nur bei unseren letzten Versuchen ist uns ja das aufgefallen, dass es ja keine bronzezeitlichen Zangen irgendwo gefunden worden sind. Das ist ganz schwierig ist mit Holzzangen. Eben. Oder so. Und da haben wir eben jetzt überlegt, wir haben so einen herrlichen Schläger hier als Anguss und den lasse ich einfach dran beim Schmieden. Dann kann ich das Teil aus dem Feuer rausnehmen, kann das Teil ins Wasser tauchen, Ja. Lederriemen rum und dann kann ich hier schmieden beginnen. Unglaublich. Ne? Ja. Das ist ja eine fantastische Idee, weil die Schwierigkeit war immer, wie hält man das, dass es einem nicht wegspringt. Genau. Hier hast du schon einen perfekten Henkel. Ja, natürlich, genau. Super. Und dann schmiedest du das immer dünner und am Ende kannst du es abbrechen. So ist es. Herbert, das ist uns in 20 Jahren nicht eingefallen. Ja. Das ist eine geniale Idee. Super. Zirkulär, immer von der Mitte aus.